Ich komme nun zum zweiten Teil meiner Darstellung des dritten Kapitels. Im ersten Teil haben wir die Darstellung abgeschlossen, indem wir das Abwägungsgesetz dargelegt haben. Nunmehr wende ich mich der Präzisierung des Abwägungsgesetzes zu, der Präzisierung durch die Gewichtsformel. Hierfür brauche ich die Tafel und lösche daher die Inschrift. Die Gewichtsformel findet sich nicht in dem ursprünglichen Text der Theorie der Grundrechte. Ich habe sie erstmals im Jahre 2002 im Anhang, im Postscript zur englischen Übersetzung publiziert, die in der Oxford University Press erschienen ist. In der spanischen Übersetzung findet sie sich ebenfalls als Nachwort. Ich verknüpfe also in dieser Darlegung des dritten Kapitels das dritte Kapitel mit dem Nachwort. Nun die Gewichtsformel. Die Gewichtsformel findet Anwendung, wenn zwei Prinzipien kollidieren. PI und PJ. Etwa die Meinungsäußerungsfreiheit und der Schutz der Ehre oder das Persönlichkeitsrecht. Die Gewichtsformel lautet wie folgt: W, I, J gleich. W ist das Gewicht, the weight. Es ist hier der englische Ausdruck, weight. Das Gewicht des Prinzips P1 relativ auf das Prinzip P2 oder PI relativ auf das Prinzip PJ besteht aus II. II ist die Intensität des Eingriffs in PI, multipliziert mit WI. WI ist das abstrakte Gewicht von PI, etwa der Meinungsäußerungsfreiheit, multipliziert mit RI. RI ist die Verlässlichkeit, auf Englisch die Reliability, die Verlässlichkeit der empirischen Prämissen, die dem Urteil zugrunde liegen. Dies ist zu multiplizieren, sodass hier oben ein Wert entsteht. Dieser Wert ist zu teilen durch IJ. IJ ist die Intensität des Eingriffs in PJ durch Nicht-Eingriff in PI. Die Kosten auf der Gegenseite. Multipliziert mit WJ, dem abstrakten Gewicht, und multipliziert wiederum mit der Verlässlichkeit, der Reliabilität, der Reliability der Annahmen, die diesen Einstufungen zugrunde liegen. Mit einer solchen Formel kann nur gearbeitet werden, wenn für die Variablen Zahlen eingesetzt werden. Ich versuche mit einer dreistufigen Skalierung zu antworten, die ich mit den Werten L, M und S ausdrücke. L ist ein leichter Eingriff, M ein mittelschwerer und S ein schwerer Eingriff. Eine solche dreistufige Skalierung reicht zur Rekonstruktion der meisten Verfassungsgerichtsentscheidungen aus. Generell kann gesagt werden, dass Abwägung nur möglich ist, wenn man über eine Skala verfügt. Und dass die minimale Skala eine Skala mit zwei Werten ist, leicht und schwer. Wenn alles denselben Wert hat, kann nicht abgewogen werden. Die dreistufige Skalierung ist praktisch gut anwendbar, kann aber verfeinert werden.
Nun muss ich Werte zuordnen. Ich ordne denen die Werte 2 hoch 0, 2 hoch 1 und 2 hoch 2 zu. Dies geschieht im Hinblick, und das bedeutet, 2 hoch 0 ist 1, 2 hoch 1 ist 2, 2 hoch 2 ist 4. Wenn diese Skala nicht ausreicht, kann eine doppeltriadische Skala herangezogen werden. Sie sagt leicht, 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 mittel, leicht, schwer, sehr leicht, mittlere Leichtigkeit, schon erhebliche Leichtigkeit und endet mit SS, sehr schwerer Eingriff. Sehr schwerer Eingriff. Hier ist die Skala viel weiter. Sie reicht von 2 hoch 0 bei 9 Werten bis 2 hoch 8, also von 1 bis 256. Auf der Seite von R brauche ich eine andere Skala. Denn hier geht es um die substanzielle Seite der Abwägung, hier um die Erkenntnisseite, die epistemische Seite der Abwägung. Ich verwende hier eine Skala, die anfängt mit 2 hoch 0. Das ist der Fall, wenn die Prämissen sicher sind. Dann ändert sich nichts, denn 2 hoch 0 ist 1. Und wenn ich mit 1 multipliziere, erhalte ich denselben Wert. Es ändert sich nichts. Wenn jetzt die Erkenntnisgewissheit sinkt, das ist der Fall, wenn die Erkenntnisgewissheit nur plausibel ist, dann wird der Wert 2 hoch minus 1 eingesetzt. 2 hoch minus 1 ist 1/2. Das heißt, die Multiplikation mit dem epistemischen Wert reduziert den substanziellen Wert um die Hälfte. Wenn die epistemische Sicherheit noch weiter sinkt, wir nur noch nicht evident falsche Lösungen haben, dann muss hier der Wert 2 hoch minus 2 eingesetzt werden. Das ist 1/4. Es hat in der Literatur viele Einwände gegen diesen Gebrauch der Gewichtsformel mit Zahlen gegeben. Immer wieder ist gesagt worden, dass es keine Messgeräte gibt. Ein Thermometer, die Temperatur, können wir mit einem Thermometer messen. Aber wie sollen wir die Intensität eines Eingriffes messen? Leicht, mittel und schwer. Wie sollen wir das Gewicht, das abstrakte Gewicht als leicht, mittel und schwer, wie sollen wir es messen? Meine Antwort auf diese Standardeinwände lautet wie folgt. Die Zahlen repräsentieren das, was ich Einstufungsbehauptungen nenne, Klassifikationsbehauptungen. 1 steht für den Satz leicht, 2 hoch 0, 1. Der Eingriff in die Meinungsäußerungsfreiheit ist leicht. 2 steht für den Satz, die Proposition, die Behauptung. Der Eingriff in die Meinungsäußerungsfreiheit hat einen mittleren Wert. 4 steht für die Behauptung, der Eingriff in die Meinungsäußerungsfreiheit ist schwer. Nun hängt alles von einer einzigen Frage ab. Lassen sich diese Klassifikationsbehauptungen, also die Sätze, der Eingriff ist leicht in die Meinungsäußerungsfreiheit, der Eingriff, nehmen wir ein anderes Grundrecht, in die Gesundheit, hat ein mittleres Gewicht und der Eingriff, ein anderes Beispiel, in die Religionsfreiheit begründen. Lassen sich diese Behauptungen begründen.
Ich behaupte, ja. Das Ganze bedeutet, dass die Theorie der Abwägung, die mathematisch darstellbar ist, eingebettet werden muss in einer Theorie der juristischen Begründung. Und die Theorie der juristischen Begründung ist genau das, was ich in meinem ersten Buch Theorie der juristischen Argumentation behandelt habe. Auf diese Weise ist die Abwägung über die Gewichtsformel und die Klassifikationsbehauptungen mit der Theorie der juristischen Argumentation verbunden. Mein Kernsatz lautet: Wenn rationale juristische Argumentation möglich ist, dann ist rationale Abwägung möglich. Wenn rationale Abwägung möglich ist, dann ist eine rationale Verhältnismäßigkeitsprüfung möglich. Wenn eine Verhältnismäßigkeitsprüfung möglich ist, dann ist die Prinzipientheorie die adäquate Basistheorie der Grundrechte. Häufig wird eingewandt, dass, ich lösche jetzt dies hier, häufig wird eingewandt, dass die Abwägung zu einer Ad-hoc-Jurisprudenz führt. Die Rechtssicherheit werde beeinträchtigt. Niemand wisse, was das Ergebnis einer juristischen, einer grundrechtlichen Entscheidung sein wird. Diesen Einwand der Ad-hoc-Abwägung, diesem Einwand begegne ich mit dem Kollisionsgesetz, das ich abschließend kurz darstellen möchte. Das Kollisionsgesetz sagt, wenn das Prinzip PI ein höheres Gewicht hat, das ist eine Präferenz nach der Gewichtsformel. Nach der Gewichtsformel ein höheres Gewicht hat als das Prinzip PJ. Und zwar unter den Umständen, den Konditionen C. Wenn das Prinzip PI ein höheres Gewicht als PJ hat, unter den Umständen C. Etwa die Menschenwürde hat ein höheres Gewicht als die öffentliche Sicherheit, wenn eine Person zum bloßen Objekt herabgewürdigt wird. Das ist stets verboten. Dann gilt eine Regel, die sagt, wenn C, dann die Rechtsfolge von PI. Die Menschenwürde verbietet die Herabstufung einer Person zu einem bloßen Objekt. Dann gilt die Regel, wenn ein Mensch zu einem bloßen Objekt gemacht wird, dann ist dies verboten. Auf diese Weise führt jede Abwägung, es gibt keine Ausnahme, führt jede Abwägung zu einer Regel. Diese neue Regel kann sehr konkret sein, sie kann aber auch hoch abstrakt sein, wie im Menschenwürde-Fall. Es wäre noch viel zur Prinzipientheorie, die wesentlich eine Theorie der Abwägung und damit wesentlich eine Theorie der Verhältnismäßigkeit ist, zu sagen. Das Gesagte soll ausreichen. Damit schließe ich die Darstellung des 3. Kapitels.